Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Schubi ist halt unser Männchen, aber er ist eigentlich manchmal ein bisschen zu nett für ein ausgewachsenes Männchen. Also er könnte schon ein bisschen dominanter sein. Er lässt sich sehr viel einfach gefallen. Und das wissen natürlich auch in dem Fall sein Sohn und auch die Tochter. Wobei der Sohn nochmal eine etwas braviertere Art hatte zu spielen auch. Allerdings wissen sie auch, wenn es beide übertrieben haben in Form von, dass er sich wirklich bewegt, aufsteht und ja auch schon ein bisschen sauer wirkt, dann sollte man es nicht übertreiben und dann sind sie auch echt schnell weg, so ist es nicht. Und warum heißt der Schubi? Also eigentlich wegen der Patenschaft es kam der Name, allerdings nicht bei uns. Wir haben ihn so schon bekommen, er ist geboren in Atlanta, also Amerika, und wir haben ihn aus Basel übernommen und da war die Firma Schubert, glaube ich, hat die Patenschaft übernommen und so kam dieser Name überhaupt zustande. Und wir haben natürlich am Namen dann auch nichts mehr geändert oder irgendwie umgeschrieben. Und wie alt ist er jetzt? 47, das ist für einen Orang schon durchaus ein stattliches Alter. Allerdings können sie so schon so zwischen 50 und 60 werden. Guinness-Buch-Rekord rennt er 62 oder 63. Allerdings natürlich nicht bei uns, sondern ich meine in Australien. Und so. Und auf Sumatra werden die eigentlich so um die 40 bis maximal 50, sagt die Literatur. Wäre mir aber ehrlich gesagt nicht bekannt. Also ich würde auch so zwischen 40 und 45 sagen. Und er guckt jetzt einfach, was wir machen. Das ist auch ganz typisch für einen Orang. Man neigt natürlich dazu, gerade auch Besucher, immer Tiere zu vermenschlichen. Tue ich auch, macht jeder, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und dadurch kommen Orangs, gerade an Besuchern, spricht manchmal so, ja nicht rüber, aber als wenn sie auch gelangweilt da sitzen. Das stimmt so aber gar nicht, weil Orangs benutzen wenig an Sprache oder Lauten, aber sie sondieren und beobachten sehr stark. Und das sieht damit manchmal auch so aus, als wenn sie irgendwie traurig wären, aber dabei beobachten sie einfach nur, was sie in der Natur auch machen würden. Also natürlich sind sie auch nicht den ganzen Tag unbedingt aktiv, aber auch das werden sie auf Sumatra zum Beispiel nicht. Da sind sie eigentlich eher in den kühleren Stunden, also morgens und abends und nicht gerade in der Hitze aktiv. Also ein bisschen so wie von mir aus auch hier in südlicheren Ländern, je wärmer es ist, umso eher macht man Siesta. Die Verbreitung von Orang-Utans ist ja nicht so riesig, eigentlich auf Sumatra und Borneo, wobei auf Sumatra nochmal mittlerweile nachgewiesenerweise 2 Arten leben. Dementsprechend ist es natürlich ein begrenzter Lebensraum und dementsprechend haben sie auch nochmal eine etwas andere Problematik als andere Tiere. Problematik ist wie bei vielen Tieren natürlich erstmal Lebensraumzerstörung, sei es jetzt für Holzabrodung, Feuerrodung, Palmölplantagen, da gibt es einiges. Allerdings lernen sie nicht unbedingt damit klarzukommen. Wenn halt der Lebensraum nicht da ist oder in Plantagen sie einfallen, werden sie natürlich auch verjagt. Das muss man leider klar so sehen, dabei werden sie teilweise natürlich auch verletzt.
Die Zahlen sind weit rückläufig, egal auf Sumatra oder Borneo. Also es gab deutlich mehr Individuen. Jetzt kommt Sexter auch mal gucken, was wir hier machen. Das ist jetzt auch wieder typisch in Orang. Und jetzt schimmt sie sich wirklich das Gesicht ab, damit sie besser gucken kann, wenn man es so sieht. Jetzt guckt sie trotzdem. Und deswegen sind Orangs mittlerweile halt echt stark bedroht. Das Hauptproblem ist jetzt, egal aus welchen Gründen, wirklich die Lebensraumzerstörung. Und wenn man kein Futter findet, hat man natürlich auch keine Chance. Gleichzeitig ist die Vermehrungsrate bei einem Orang-Utan auch nicht wirklich hoch. Ein Weibchen kriegt nur so alle 6, 7, mitunter 8 Jahre wirklich Nachwuchs. Kümmert sich in dieser Zeit auch wirklich um das Jungtier. Kriegt also auch keine neuen Jungtiere. Macht für so begrenzte Lebensräume wie Sumatra oder Borneo durchaus Sinn. Ist aber natürlich kontraproduktiv einfach, wenn man sie vermehren oder auch die Populationsrate wieder erhöhen will, weil man kann nicht eingreifen. Das Einzige, was man machen könnte, wäre halt der Mutter das Jungtier wegnehmen. Das macht aber keinen Sinn, weil kein Mensch kann dem Orang so gut beibringen, halt im Dschungel klarzukommen wie ein anderer Orang. Und dementsprechend macht es dann natürlich leider einfach keinen Sinn und man muss ein bisschen gucken. Trotzdem kann natürlich auch jeder ein bisschen was tun. Also ich will jetzt hier keine großartigen Tipps oder Vorschriften machen, aber wenn man natürlich ein bisschen darauf achtet, wo Holz oder gewisse Produkte herkommen, schadet es nie. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.